Du kennst das, oder? Im Zug kommt eine Durchsage und man versteht nur Bahnhof. Heute kriegst du die 100 wichtigsten Reisewörter ganz praktisch für Bahn, Café und Hotel, und zwar so, dass es auf A2 wirklich machbar ist. Genau, wir gehen das zusammen durch, ohne Stress. Du lernst, wie du klar fragst, bestellst und den Weg findest. Also, echt nützliche Wörter für die Reise in Deutschland, direkt zum Mitsprechen. Kurz und ehrlich. Nach dieser Folge kannst du sofort im Alltag sprechen. Okay, jetzt hallo erstmal. Schön, dass ihr da seid. Lass uns direkt reinstarten, Julia, ohne lange Vorrede. Ja, moin zusammen. Also, wir packen die Wörter in einfache Gruppen: Begrüßung, Fragen, Zahlen und Zeit, Richtung, Verkehr, Essen, Unterkunft und Notfall. Und wir machen gleich ein kleines Rollenspiel im Café. Begrüßung ist simpel und super wichtig. Hallo, guten Morgen, guten Tag, guten Abend, tschüss. Höflich sind auch bitte, danke, gern geschehen. Und wenn du jemanden ansprichst, Entschuldigung. Das heißt so viel wie sorry, hab kurz eine Frage. Fragewörter brauchst du ständig. Wo, wie, wann, was, warum, welcher, wie viel. Und ganz oft fängst du mit könnten oder kann ich an. Könnten Sie mir bitte helfen? Das ist freundlich und direkt, und das mögen viele hier wirklich. Zahlen und Zeit, ja, das braucht man überall. Sag am besten die Uhrzeit klar, 14:30 Uhr oder eben 14:30, das ist 2:30 Uhr. Für Preise, 3,50 € oder 50 € und frag ruhig, Kartenzahlung oder nur bar? Okay, Kaffeerollenspiel, einfach mal machen. Ich bin die Kellnerin, du bist der Gast. Höher auf die Wörter bestellen, haben, möchten, die Karte, die Rechnung, stilles Wasser, Sprudel. Alles klar. Entschuldigung, kann ich bitte die Karte haben? Ich hätte gern einen Kaffee und ein stilles Wasser. Und, haben Sie auch ein Sandwich? Ja, klar. Möchten Sie den Kaffee mit Milch? Und welches Sandwich hätten Sie gern, Käse oder Gemüse? Die Rechnung bringen wir dann am Ende, oder möchten Sie gleich zahlen? Mit ein bisschen Milch, bitte. Ich nehme das Gemüsesandwich. Zahlen tue ich später, danke dir. So, das sind echt nur ein paar Wörter, aber man kommt sofort ins Gespräch. Genau, und wichtig ist die natürliche Formulierung. Viele übersetzen zu direkt. Nicht ich bin hungrig, sondern ich habe Hunger. Klingt einfach normaler, also, halt so wie Leute hier reden. Hammer-Tipp. Jetzt Richtung, weil, naja, das verirrt man sich schnell. Die Wörter sind links, rechts, geradeaus, abbiegen, an der Ecke, gegenüber, neben, hinter, vor. Und noch Straße, Platz, Brücke, Ampel. Das hilft beim Fragen. Kurzes Mini-Dialogchen auf der Straße: Entschuldigung, wo ist bitte der Alexanderplatz? Antwort: Gehen Sie hier geradeaus, dann links an der Ampel und der Platz ist gegenüber vom Bahnhof. Fertig. Und du findest hin. Anekdote dazu. Ein Freund hat in Berlin links und rechts verwechselt. Er ist locker eine Stunde in die falsche Richtung gelaufen, und ja, dann hat er zufällig ein kleines Café entdeckt und Freunde gemacht. Aber besser. Links ist die linke Hand, rechts die rechte Hand, einfach mal zeigen. Verkehr kommt als nächstes: Bahnhof, Gleis, Fahrkarte, Ticketautomat, Einzelfahrschein, Tageskarte, Richtung, Umstieg, Verspätung, Abfahrt, Ankunft. Sag zum Beispiel, welches Gleis, oder fährt der Zug nach Köln hier? Das reicht schon. Noch so ein Klassiker. Entschuldigung, wo ist Gleis 3? Und wenn du die Uhrzeit hörst, der Zug hat 10 Minuten Verspätung. Kein Drama. Und wenn du unsicher bist,
Können Sie das bitte wiederholen? Klappt fast immer. Kleiner Sicherheitsblock passt hier gut. Notfallwörter: Hilfe, Notruf, Polizei, Feuerwehr, Arzt, Krankenhaus, Apotheke. Die Notrufnummer ist 112. Und wenn du Allergien hast, sag das klar: Ich habe eine Nussallergie. Und, ruhig bleiben, direkt sprechen, das hilft. Ich brauche Hilfe, bitte. Mein Freund hat Schmerzen. Oder bei der Apotheke: Haben Sie etwas gegen Kopfschmerzen? Total alltagstauglich. Zahlen nochmal 0 bis 10, damit du Hausnummern checkst. Bevor wir weitermachen, ganz kurzer Check, okay? Mini-Quiz. Weißt du noch, was geradeaus bedeutet? Genau, einfach nicht abbiegen, einfach weiter nach vorn. Und Gleis ist der Bahnsteig, also da, wo der Zug abfährt. Yes, und noch ein Quizbonus. Wie sagst du natürlich I am hungry? Richtig, ich habe Hunger, nicht ich bin hungrig. Cool, weiter geht's. Wir springen jetzt ins Hotel. Das ist für viele die wichtigste Szene. Im Hotel brauchst du Reservierung, Ausweis, Schlüssel, Karte, Zimmer, Einzelzimmer, Doppelzimmer, Frühstück, WLAN, Rechnung. Und die Fragen: Ist Frühstück inklusive? Oder ab wann ist Check-in? Meist ab 14 Uhr oder 15 Uhr. Ganz kurzes Hotel-Rollenspiel, ja? Guten Tag, ich habe eine Reservierung auf den Namen Berger. Haben Sie noch ein ruhiges Doppelzimmer? Und, ist WLAN kostenlos? Ja, natürlich. Hier ist Ihre Schlüsselkarte, Zimmer 521, Frühstück ab 7 Uhr. WLAN ist kostenlos, das Passwort steht auf der Karte. Möchten Sie bar zahlen oder mit Karte? Mit Karte, bitte. Wenn was ist, könnten Sie mir bitte extra Handtücher bringen. So was ist freundlich und direkt. Und wenn es laut ist: Das Zimmer ist leider sehr laut, haben Sie ein anderes? Immer nett bleiben, klappt besser. Essen und Trinken nochmal mit ein paar Must-Haves: die Speisekarte, das Menü, vegetarisch, vegan, ohne Fleisch, ohne Milch. Bestellen: Ich hätte gern, für mich bitte, noch ein Wasser, Sprudel, ja, und am Ende, die Rechnung, bitte. Wenn du zahlen willst, sag gern zusammen oder getrennt. Und wenn der Service gut war, sag einfach Danke, es war sehr lecker. Trinkgeld ist freiwillig, viele geben so 10%, aber du kannst auch einfach aufrunden, naja, wie du willst. Ein Missverständnis, das echt oft passiert: Still heißt ohne Kohlensäure und Sprudel oder mit Kohlensäure ist mit Bläschen. Und scharf ist Spicki, also vorsichtig, wenn du das nicht magst. Frag: Ist das scharf, fertig? Nochmal kurz zu Zahlen im Alltag, weil Preise und Zeiten, das ist wichtig. Wenn jemand sagt: Wir treffen uns um 5:30, dann ist das 17:30 Uhr. Und bei Bahnen sagt man oft ab und bis. Ticket ab Berlin bis Hamburg, easy. Richtungsfehler vermeiden: rechts, links, geradeaus üben wir. Sag laut einmal rechts an der Ampel, dann links über die Brücke und geradeaus bis zum Platz. Klingt komisch, ich weiß, aber das hilft im Kopf. Und du merkst, kurze, klare Sätze funktionieren. Kleine Kulturnotiz aus Erfahrung. Menschen hier mögen klare Fragen, nicht zu viel drumherum. Also lieber: Könnten Sie mir bitte sagen, wo die Toilette ist? Als eine superlange Story. Direkt, aber freundlich, das ist top. Und wenn du was nicht verstehst, sag offen: Entschuldigung, ich verstehe das nicht. Können Sie langsamer sprechen? Viele sprechen dann langsamer, oder sie zeigen es dir einfach. Auch gut ist: Wie schreibt man das, für Straßennamen? Transportwörter nochmal kompakt. Bus, Tram, U-Bahn, S-Bahn, Zug,
Fahrplan, Haltestelle, Endstation, Einsteigen, Aussteigen, Richtung. Eine Frage reicht: Hält der Bus am Museum oder muss ich umsteigen? Du bist sofort handlungsfähig. Shopping ist ähnlich simpel. Größen und Preise: klein, mittel, groß, passt, zu eng, zu weit, Rabatt, Kasse, Umkleide. Und die Frage: Kann ich das anprobieren? Plus haben Sie das in Größe M, fertig fürs Geschäft. Wenn du nach dem Weg fragst, vergiss die Marker nicht: neben, gegenüber, hinter, vor. Der Supermarkt ist gegenüber der Bank oder die Apotheke ist neben dem Bäcker. Das sind kleine Wörter, aber sie sparen dir echt Zeit. Technische Kleinigkeiten noch: Öffnungszeiten. Wann öffnen Sie und wann schließen Sie? Viele Läden machen um 19 Uhr zu, manche früher. Und sonntags ist oft geschlossen, also plan einfach ein bisschen vor. Zurück zum Notfall, nur kurz. Wenn du den Notruf brauchst, die Nummer ist 112. Sag deutlich, wo du bist, was passiert ist, wie viele Personen. Und bleib dran, bis sie sagen, es ist okay aufzulegen. Ruhig atmen hilft. Ach ja, Bahnhofansagen, die klingen manchmal schnell. Höher auf Wörter wie Verspätung, Ausfall, Gleiswechsel, Fahrtrichtung, Anschluss. Wenn du nur Gleiswechsel und die Zahl hörst, dann weißt du, du musst rüber, fertig. Typischer Fehler von Lernenden: Man übersetzt zu wortwörtlich. Sag nicht, ich brauche Informationen über Ticket, sondern ich brauche Informationen zum Ticket oder gleich: Können Sie mir das Ticket erklären? Kurze, klare Bitte, das passt. Und Humor hilft, wirklich. Wenn du dich verhedderst, sag halt: Sorry, ich lerne noch. Viele lächeln dann und erklären geduldig. Die Präzision ist wichtig, aber alle wissen, eine Reise ist Stress, Fehler sind normal. Machen wir noch ein Mini-Rollenspiel am Ticketautomat, ja? Deutsch oder Englisch? Deutsch bitte. Einzelfahrschein Bereich ab, 2 Tickets. Kontaktlos zahlen? Ja, Karte. Das sind 10 Wörter und du bist durch. Und zum Schluss ein kleiner Merksatz: Begrüßen, klar fragen, freundlich bedanken. 3 Schritte, und plötzlich geht alles leichter. Wenn du diese 100 Wörter in Gruppen denkst, bleibt das viel besser im Kopf. Unsere Frage an dich: Welche 3 Wörter haben dir in Deutschland am meisten geholfen oder welche fehlen dir noch? Schreib es gern in die Kommentare und sag auch, in welcher Situation du sie gebraucht hast. So lernen alle mit. Und hey, wenn du das wirklich festigen willst, die komplette interaktive Lektion mit Transkript, Wortkarten und Übungen ist gratis auf Vocably. Der Link steht in der Beschreibung. Nimm sie mit auf die Reise.